Das passiert nach einem Jahr Lockdown. Nicht nur werden die Füße haarig, es wird auch im Laufe der Zeit irgendwie immer staubiger im Haus. Denn obwohl man die ganze Zeit hier drin verbringt und arbeitet, weil man sonst nirgends hingehen kann, mit der Sauberkeit hat man es dann irgendwann doch nicht mehr so. Und deshalb ist heute der Tag, an dem ich mich dieser Sauberkeit mal wieder widme. Ich werde das Regal hier sauber machen, wahrscheinlich auch noch ein bisschen vom Rest des Hauses. Und ich werde mich ein bisschen ans Ausmisten machen, denn wenn alles klappt, hoffentlich bin ich ja bald nicht mehr hier mitten im Hof mit meinem Haus, sondern an meinem endgültigen Stellplatz. Und dann ist es höchste Zeit, noch die letzten Dinge loszuwerden, die ich hier in Zukunft nicht mehr brauche. Mit einer Motivationsbanane in der Hand kann es losgehen. Wenn ich am Nachdenken bin, dann seht ihr mich meistens irgendwas essen. Irgendwie scheint das mein Hirn anzuregen. Außerdem brauche ich noch Putzwasser und das gibt es momentan nur draußen, weil ich hier drin ja immer noch keinen Wasseranschluss habe. Erstmal das Bett freiräumen. Mit der richtigen Anordnung dieser Karten kann ich mich übrigens stundenlang beschäftigen. An der Dicke der Staubschicht kann man auch schön erkennen, welche Objektive ich häufig benutze und welche nicht. Erstmal alles abräumen. Um die Sortierung kümmere ich mich später. Wenn die eigenen vier Wände momentan schon das einzige sind, das man sehen kann, dann sollen wenigstens die ab und zu mal anders aussehen. Deswegen werde ich jetzt jedes einzelne von diesen Regalbrettern einfach anders einräumen als davor. Ha! Für mich hat so ein Frühjahrsputz immer irgendwie etwas Meditatives. Man startet mit neuer Kraft und einer neuen Ordnung ins neue Jahr. Da ich einer der größten Verächter von zu viel Gleichförmigkeit im Leben bin, brauche ich das einfach, besonders in diesem Jahr. Nach diesem kleinen Wasserschaden geht es weiter mit ganz unten. Hier habe ich neben meinem Herr der Ringe-Schrein nun auch wieder meine Nachttischlampe. Hier machen sich die zwei Kabellöcher, die ich hier hinten reingebohrt habe, sehr nützlich. Ich glaube, was hier noch fehlt, sind ein paar Pflanzen. Aber bevor ich jetzt Pflanzen kaufen gehe, erstmal der Härtetest. Der Härtetest ist die Frage, ob alles auf dem Regal so stehen bleibt, wie ich es hingestellt habe, während ich dieses Bett hochklappe. In der Vergangenheit hat das nicht immer gut funktioniert, aber mit diesem Aufbau hier scheine ich ganz gut zu fahren. Nutzen wir das Putzwasser gleich, um den Rest des Hauses auch noch ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Im Tiny House scheint sich bei mir allgemein etwas weniger Staub anzusammeln als in größeren Häusern. Das liegt wahrscheinlich einfach an der Grundfläche und daran, dass ich alleine hier wohne. Ab und zu durchwischen muss ich aber trotzdem.
lustige Sache, dieses Pflanzenkaufen, ne? Man geht in den Laden und will eigentlich für da oben so kleine, runterhängende Pflänzlein haben und stattdessen kauft man das. Aber alle Hoffnung ist noch nicht verloren. Ich habe zum Glück noch die Option, mir für oben hier in so kleine Töpflein ein bisschen Efeu einzupflanzen. Damit werde ich mal anfangen und dann mal schauen, ob ich im Laufe der Zeit vielleicht noch was anderes finde. Ich habe schon seit der Kindheit von so einer Art Dschungelzimmer geträumt. Einem Raum, in dem es nur Pflanzen gibt. Ganz kann ich das hier natürlich nicht umsetzen, vor allem weil ich sehr schlecht darin bin, diese Pflanzen zu pflegen, aber so ein bisschen möchte ich diesem Ideal nun doch nachgehen. Während ich hier große Mühe habe, für meine Pflanzen einen ordentlichen Platz zu finden, möchte ich natürlich noch darauf hinweisen, dass heute auf meinem neuen Kanal auch ein Video erscheint. Wer in diesen schwierigen Zeiten dringend mal gute Nachrichten über die Welt braucht, der findet sie dort. Ein halbstündiges Video darüber, warum die Welt viel besser ist, als wir denken. Ich verlinke es euch hier oben, schaut also gerne mal rein. Meine Sukkulenten haben es jetzt auch oben ins Loft geschafft. Stolz kann ich berichten, dass ich die hier selber gezogen habe. Weniger stolz bin ich darauf, dass ich ihren Vorgängern aktive Sterbehilfe geleistet habe. Inzwischen ist es schon ganz schön spät, höchste Zeit fürs Essen. Oh. In dieser Schublade geht's zu wie auf meinem Geschäftskonto. Aber ernsthaft, es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, wer von euch das kennt als Selbstständiger mit den Geschäftskonten. Es kommt Geld, es geht Geld, es kommen Steuern, es gehen Steuern, aber nicht immer genau dann, wenn man sie erwartet. Das ist ein unglaubliches Chaos. Man ist am Ende des Monats einfach nur froh, wenn dann alles stimmt. Und meistens ist das nicht der Fall. Das ist also meine Technikschublade. Eine von mehreren Aufbewahrungsorten für Technik in diesem Haus, weil ich irgendwie mehr habe als Stauraum das eigentlich hergibt. Aber es ist halt für die Arbeit nötig. Ich muss hier trotzdem nochmal durchgehen und schauen, was ich von den Sachen wirklich noch brauche und benutze. Der Rest kommt aber wieder hier rein und da möchte ich jetzt gerne so eine Art Sortiersystem finden, das mir ermöglicht, auch so kleine Dinge wie SD-Karten schnell wiederzufinden. Es gibt da sicherlich auch Kästen und so weiter zu kaufen. Ich habe aber, glaube ich, noch ein paar Sachen und da schaue ich jetzt mal, damit das hier am Ende wieder meinen völlig übertriebenen Ansprüchen an Ordnung gerecht wird. Mit diesen Blechdosen versuche ich nun dem Chaos Herr zu werden. Das klappt eigentlich ganz gut. So viel Kleinkram habe ich nicht, denn Kleinkram hasse ich am meisten. Ich gehe meine Technikhabseligkeiten außerdem sehr regelmäßig durch, um zu sehen, was ich wirklich brauche. Viel Platz habe ich in diesem Haus ja nicht und auch abgesehen davon ist mir einfach ein Überblick wichtig. Nach ein paar Japanischübungen bei beruhigendem Regen geht's nun nach draußen.
Höchste Zeit, meinen Plan mit dem Efeu in die Tat umzusetzen. Wie immer habe ich absolut keine Ahnung, was ich da tue. Ich hoffe einfach, dass die kleinen Wurzeln, die das Efeu unten gebildet hat, in meinem Topf anwachsen und ich damit später was anfangen kann. Abhängig von meiner Tagesform empfinde ich Gärtnern als meditative oder als aggressiv machende Aktivität. Heute ist es so eine Mischung aus beidem. Es klappt nicht ganz, wie ich möchte, und außerdem ist am Ende alles voller Regen und Erde. Egal, das Ergebnis sieht trotzdem gut aus, zumindest für den Moment. So, Pflanzen sind versorgt. Ich bin gespannt, ob das anwächst. Das ist jetzt wieder so ein Experiment von mir, wie meistens beim Gärtnern. Und meistens geht es auch schief. Also mal schauen, ob ihr in den nächsten Wochen dieses Efeu hier immer noch seht oder ob ich dann inzwischen eine neue Pflanze gekauft habe. Das war ja zum Glück aus dem Garten und da gibt es noch viel mehr. Also kann ich dieses Experiment bei Bedarf auch nochmal wiederholen. Ich werde jetzt dieses Video schneiden oder erstmal noch mir ein Mittagessen kochen und den Sturm genießen. Denn immer wenn draußen viel Wind ist, dann wackelt das Haus wie auf hoher See. Später wird das natürlich nicht mehr der Fall sein, wenn es dann aufgebockt ist. Und speaking of, ich hoffe, dass ich diese oder nächste Woche noch was vom Bauamt höre. Dann werden wir wissen, hoffentlich, ob das mit dem Stellplatz klappt. Ich werde es euch natürlich wissen lassen. Jetzt aber erstmal zurück an die Arbeit und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Nicht vergessen, auf dem anderen neuen Kanal kommt um die gleiche Zeit jetzt auch ein Video raus. Also ihr könnt im Anschluss daran direkt darüber wechseln und dort auch nochmal eine halbe Stunde mir zuhören, wenn euch das gefällt. Viel Spaß dabei und wir sehen uns nächsten Samstag um 18 Uhr wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, ciao.